Willkommen zu Smart Data Stories. Heute schauen wir uns einen zentralen Kern an bei der Arbeit mit Daten, und zwar die Menschen und die Kultur. Wenn man die Datenstrategie in die Praxis umsetzt, braucht man gewisse Regeln, ein Framework, Data Governance. Und Data Governance klingt als erstes sehr technisch, aber eigentlich braucht es ja vor allem die Menschen, die das umsetzen. Es geht um Verantwortung, um Zusammenarbeit, um das Lernen. Und genau diese Frage wollen wir heute klären. Wie können die Menschen in diesen Prozess der Data Governance gut integriert werden? Vero wird mit mir wieder meine tollen Fragen beantworten und ich bin schon gespannt. Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist, Vero. Also Vero, wenn man jetzt Data Governance betrachtet, welche Rolle spielt der Mensch in diesem Prozess? Die Rolle ist entscheidend und dieses hat eine einfache Erklärung. Es werden Kompetenzen, Verantwortung und Zusammenarbeit und eine Datenkultur benötigt. Und die Technologie reicht nicht, weil wir reden über einen Prozess und der Prozess werden von Menschen gelebt. Also entscheidend für mich. Und wenn jetzt eine Organisation beginnt, mit dieses Data Governance Framework auch einzuführen, wo sollen sie starten? Man muss eines verstehen. Ein Data Governance Programm ist kein, oder eine Data Governance Struktur ist kein isoliertes Projekt, sondern ein strategischer Prozess in Unternehmen. So es sind viele Faktoren, sind wirklich, man muss das gesamte Unternehmen berücksichtigen in einer Art und Weise. Es ist wichtig, anzufangen, schrittweise vorzugehen und zu verstehen, dass die Wert von den Daten mit der Organisationsreife wächst. Also das ist wirklich ein Entwicklungsprozess. Genau. Und das muss man klar oder verstehen, wenn man mit Data Governance auseinandersetzt. Das, wie du gesagt hast, es ist eine Entwicklung, ein Lernen. Jetzt reden wir ja sehr viel von Lernen, lernenden Modellen, Prozessen, KI. Was ist der Trend für die Zukunft, auch jetzt im Hinblick auf Data Governance und Data Management? In Data Management und Data Quality Management. Nicht vergessen auf jeden Fall das Thema Automatisierung mit KI unterstützen. Die höhere regulatorische Anforderungen, die werden mehr und mehr. Wir haben einige EU-Acts in Bearbeitung und offiziell schon. Das Thema Ethik wird ein zentrales Thema sein, alles umherum mit persönlichen Daten. Das ist ein Thema, das jetzt viele Unternehmen ernst nehmen und es gibt sogar Organisationen mit schon eine eigene Abteilung für ethische Themen. Und natürlich die Kollaborationen und im interdisziplinären, Zusammenarbeit zwischen den Organisationen. Das ist etwas, die schon passiert und das mehr und mehr gefordert wird mit all diesen Themen, wie zum Beispiel die Data Spaces. Ja, wenn man dann in die Verknüpfung von den Daten geht, braucht es gewisse Standards, Vorgaben, Verantwortlichkeiten, ethische Vorgaben, damit da kein Wildwuchs entsteht oder auch nicht die Daten wohin gelangen, wo sie nicht hin sollten. Wir haben ein paar Beispiele in den Medien von anderen Ländern auch schon gesehen, was Falsches wirklich gelaufen ist, auf jeden Fall, und welche Konsequenzen die haben. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, was würdest du dir wünschen, welche Rolle sollten Daten in Organisationen einnehmen? Wenn du mich so fragst,
Ich glaube, das wäre, wenn ich einen Wunsch hätte, wäre folgendes, dass die Daten nicht mehr als eine technische Ressource in Unternehmen gesehen werden oder allgemein in der Gesellschaft, sondern eine allgemeine Ressource, die uns alle helfen. Wenn Menschen verstehen, dass die Daten uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, dass es gut für uns ist, dass das für unsere Teams gut ist, und für unsere Kunden und für unsere Gesellschaft. Wenn das wirklich dieser Klick bei den Menschen passiert ist, dann wird das Thema Data Governance Programm nicht als Pflichtprogramm gesehen, sondern es wird Teil dieses lebendige Lernkultur. Und da, ich glaube, das wird wirklich ein Klick passiert, dann wenn wir so weit sind, dass das Thema Datengetriebenheit wird einfach dann wirklich fließen, laufen. Es ist ein kontinuierlicher Prozess. Es muss zur Kultur werden und nicht nur ein Tool sein. Genau, richtig. Am Ende geht es immer um die Menschen. Data Governance ist keine Kontrolle, sondern ein Enabler für bessere Entscheidungen. Wir freuen uns schon auf das nächste Thema. Wie bringt man jetzt Data Governance in die Praxis? Das ist ein operatives Framework. Und darum seid gespannt, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Mögen die Daten mit dir sein. Mögen die Daten mit dir sein.